Wie weit komme ich in 12 Stunden nur mit dem Bus? Es ist 6 Uhr, ich bin hier in Koblenz am Hauptbahnhof und das bedeutet, eine neue Challenge startet genau jetzt. Und ich nehme jetzt hier die Buslinie 460 in Richtung Westerburg. Die fährt erstmal über Montabaur, also so richtig rein in den Westerwald. Meine Taktik, warum ich jetzt genau in die Richtung fahre, das erkläre ich euch gleich. Und nach dem, was ich recherchiert habe, wenn das alles klappt, dann kommen wir ehrlich gesagt weiter, als ich am Anfang gedacht habe. Also seid gespannt, ob es auch wirklich klappt. Jetzt erstmal Richtung Westerburg. Morgen. So, los geht's. Das, was wir jetzt hier gerade machen, das ist was ihr euch gewünscht habt. Und ich habe damals, als das in den Kommentaren stand, drunter geschrieben, ihr wollt mich wohl leiden sehen. 12 Stunden durchgehend im Linienbus. Die Dinger, die sind nicht so wie so ein Reisebus, die sind für kurze Fahrten gemacht. Es gibt hier gar keine Toilette, die Sitze sind oft richtig hart. Challenge trifft's also. Jetzt sind wir hier gerade in Montabaur durchgefahren, hier bei 1&1, da wo euer Internet möglicherweise zu Hause ist und wo es den ICE-Bahnhof gibt, also hier an der Schnellstrecke Rhein-Main-Köln. Da sind wir gerade auch dran vorbeigefahren. Aber ich wollte euch ja noch meine Taktik von heute hier mit den Bussen sagen. Ich glaube, dass die Busse, die ich ja nur als einziges nehmen kann, dort gut sind, wo die Züge schlecht sind. Also wenn es irgendwo einen Zug gibt, wird es nebendran nur einen schlechten Bus geben. Da, wo es aber gar keinen Zug gibt, da wird der Bus ganz gut sein. Das ist meine Taktik. Deswegen fahre ich jetzt sozusagen so querfeldein, dass ich immer nur die Bahnstrecken kreuze und ich versuche mich so ein bisschen einfach quer durch Hessen, durch die Mitte von Hessen sozusagen so durch zu manövrieren, um dann einfach immer weiter in Richtung Osten zu kommen. Ich habe, wie gesagt, einen Ort ausgeguckt, wo es klappen könnte bis heute um 18 Uhr. Aber ob das wirklich klappt, ist eine große Frage. Denn die Verbindungen, die ich wirklich bekommen muss hier mit den Bussen, die sind knapp. Ich freue mich gerade richtig. Ich hoffe auch, dass die Busse nicht unbequemer werden. Also dieser Bus hier, die Sitze sind schon mal so, dass man da sitzen kann. Und ich hoffe auch, dass man nicht schlecht wird, wenn es zu sehr wackelt bei irgendwelchen Bussen. Aber auch das geht gerade noch. So, jetzt ist es wieder zum normalen Bus geworden, nämlich nicht zum Schulbus. Aber ja klar, um 7.30 Uhr, was erwarte ich denn da? Voll war es jetzt nicht, aber gut, fast alle Plätze besetzt. Deswegen konnte ich da jetzt nicht so viel filmen, weil das sind Schüler, die sind minderjährig. Die haben aus gutem Grund Rechte, dass man sie nicht filmt. Aber jetzt kommen wir auch gleich in Westerburg an und dann steige ich da um in die Linie 480 bis nach Rennerroth. Tschüss, danke. Also in 9 Minuten soll der hier fahren. Bahnhof Westerburg. Und hier könnte man theoretisch auch umsteigen in eine Regionalbahn, nämlich hier die RB90 nach Limburg. Hier fahren nämlich manchmal auch so Elektrozüge, obwohl es hier nicht elektrifiziert ist, aber mit Batterie testen die auf dieser Strecke gerade. Gerade rede ich noch davon und schon kommt so einer eingefahren. Also das hier ist einer von diesen Zügen, die hier gerade auf der Strecke testen. Sind also zufrieden mit dem Test, von dem, was ich gehört habe. Aber das ist natürlich die Zukunft für so Strecken wie die hier. So. Also da, wo ihr jetzt gerade nicht seht, das ist der Wiesensee. Seit jetzt knapp 4 Jahren ist der abgelassen. Also der TÜV hatte damals irgendwelche Schäden entdeckt und deswegen musste das abgelassen werden aus Sicherheitsgründen. Und seitdem passiert so nicht wirklich was. Also jetzt sehe ich hier gerade Bauarbeiten, das ist schon mal gut.
Ja, da hier gibt es natürlich Betreiber von so Cafés und so und für die ist das alles nicht so cool, wenn hier 4 Jahre kein See ist. Also hier der Busfahrer, der hat eine Verspätungsanzeige und da steht plus 5 Minuten dran. Ich habe aber jetzt in Rennerod nur 4 zum Umsteigen. In 4 Minuten sollte ich da auch ankommen. Da bin ich nicht überzeugt von, dass das klappt. Ja, also dann wäre das ja schon mal, das wäre schon schlecht. Also der jetzt um 8 wäre schon sehr gut. Weil sonst habe ich hier 1,5 Stunden in Rennerod. Nach Fahrplan klappt das nicht mehr. Das könnte das ganze Vorhaben kaputt machen, wenn das nicht klappt gleich mit der Umstieg hier in Rennerod. Diese komische Ape und die Baustelle beim Wiesensee, die haben es, glaube ich, kaputt gemacht. Plus 6 und 4 haben wir. Noch 2 Minuten bis zur Abfahrt und hier scheint es noch nicht, dass wir in der Stadt drin sind, also Abfahrt des anderen Busses. Da steht schon ein Bus. 5:20. Ist das möglicherweise der? Das sieht nach dem aus. Vielleicht kriege ich den noch. Also der hat RMV drin stehen, das Hessen ist. Fahren Sie gleich los? Wunderbar. Ja. Das hat also noch geklappt. Ui, da habe ich jetzt gedacht, das klappt nicht mehr. Aber das ist jetzt der 520er in Richtung Herborn. Also, jetzt stehen wir hier auch gerade hinter einem Müllauto. Wir haben ja auch nur 6 Minuten in Herborn auf den nächsten Bus. Jetzt sind richtig knappe Umstiege, die jetzt klappen müssen. Da sind natürlich irgendwelche Müllautos, die vor einem fahren. Keine gute Sache. Okay, das Müllauto ist abgebogen, jetzt können wir schnell fahren. Also, Herborn ist der nächste Ort. Das ist dann schon in Hessen. Also das heißt, wir sind jetzt fahren durch den Westerwald durch und kommen jetzt dann direkt nach Hessen, wo dann auch wieder ein Bahnhof wäre, wo auch wieder ein Regionalzug fahren würde, aber dürfen wir ja nicht nehmen heute, deswegen nehmen wir weiter Busse, aber weiter quer durchs Land. Also in dem haben wir jetzt eine halbe Stunde ungefähr. Was mir aufgefallen ist, bis jetzt hatte nur der allererste Bus irgendwelche Lademöglichkeiten, so USB-Lademöglichkeiten fürs Handy. Die anderen hatten das alle nicht. Ich komme jetzt auch mal in Gegenden, in denen ich noch nie gewesen bin. Das ist das, wenn man mit dem Bus fährt. Dann lernt man Sachen kennen. Und übrigens, jetzt sind wir auch in Hessen angekommen. Also jetzt hier haben sie einen Skilift und auf dem steht ganz groß drauf, Jesus lebt. Wenn ich hier einen Skilift betreiben würde, dann müsste ich auch sehr gläubig sein. Also wenn man hier nach Herborn reinkommt, dann scheint es mir hier so irgendwie der Ort der Schikanen zu sein. Autofahrer von hier, schreibt in die Kommentare, warum das ein Problem für euch ist oder warum das so ist. Also um ehrlich zu sein, hinten raus scheinen die immer einen Puffer eingebaut zu haben. Das sind wir nämlich jetzt pünktlich. So, X37 ist der nächste Bus. Wir sind sogar zu früh, 2 Minuten. Also 39, der X37, ich sehe ihn auch schon. Haha. Kleiner Funfact am Rande hier, Herborn. Wir sind hier übrigens ganz genau auf dem Aldi-Äquator. Also hier der Ort, hier in Herborn ist Aldi Nord. Aber ein Ort weiter da unten, südlich, ist Aldi Süd. Ich finde eine Kuriosität in Deutschland hier. Und hier in Herborn nutzen wir das, was unsere Challenge braucht, Expressbusse.
Und die hat der RMV genau dafür eingeführt, um das Schienenangebot zu ergänzen. Eben dort, wo es keine Bahnen mehr gibt. Es wird eine epische Bahnreise. Vom Nordkap bis nach Gibraltar. Ich möchte mit euch durch ganz Europa fahren. Dabei soll es nicht auf den Schnellstrecken gehen, sondern eher über die schönsten Bahnstrecken Europas. Das alles will ich mit euch machen, so ein bisschen die kleinen Nebenbahnen auch noch entdecken und dabei nicht auf den großen Strecken fahren, sondern einfach das richtige Europa erleben. Bis wir dann in Gibraltar angekommen sind. Wenn ihr das auch wollt, dann unterstützt die GoFundMe-Kampagne, die findet ihr unten in der Beschreibung. So, jetzt sind wir schon über 3 Stunden unterwegs und das bedeutet, ein Viertel ist jetzt geschafft der Strecke. Ja, wir sind im tiefen Hessen und fahren gerade in Richtung Gladenbach, wobei es dann auch gleich in 5 Minuten ankommen soll. In Gladenbach haben wir dann eine Dreiviertelstunde Aufenthalt, um dann den nächsten Bus dann zu nehmen, der dann weiter Richtung Marburg fährt. Aber da gucke ich mal, ob ich da einen Kaffee kriege oder irgendwas Frühstückmäßiges, dass ich da versorgt bin. Tschüss, danke. Ich glaube, ich würde mir hier gerne so eine Packung Erdbeeren nehmen. Gerade die hier. Und brauche ich nicht, danke schön. Danke, tschüss. Okay, zum Glück habe ich jetzt eine Dreiviertelstunde, um rauszufinden, um die Erdbeeren zu essen und um rauszufinden, wo denn der nächste Bus fährt. Also ich habe es schon mal gefunden. Hier fährt dann der X38 in Richtung Marburg ab. Ich liebe den Frühling, weil da gibt es Erdbeeren. Oh, die sind lecker. Ich meine, heute ist der 30. April, das heißt, die kommen 100%ig aus dem Gewächshaus, aber sie schmecken. Um 9:58 Uhr fährt dann dieser X38 nach Marburg und in Marburg geht es dann auch schon direkt weiter. Ich kann mich ja nicht nur von Erdbeeren ernähren. Jetzt gucken wir mal, ob ich einen Kaffee irgendwo kriege. Und vielleicht was Richtiges. Ah ja, Schäfers Backstuben. Das sieht doch gut aus. Da gehen wir hin. Also der Markt hier nicht. Gibt es einen Markt mit Eiern, Bäcker und Wurst und Fisch und so anderem Zeugs. Gucken wir mal noch hier. Also ich kann natürlich das jetzt nicht mitnehmen, weil das müsste ich dann alles mitschleppen und ich habe keine Kühlung. Aber es sieht auf jeden Fall alles sehr lecker aus, was es so hier gibt. Also es ist nicht so ein großer Ort hier, aber es hat sicher 3-mal so viele Stände wie in Koblenz. Also hier scheint es offensichtlich so ein Rufbussystem zu geben. Das natürlich nicht einen richtigen Bus wirklich ersetzen kann, aber bevor es gar keinen Bus gibt, ist sowas immer noch besser. Und es scheint auch beliebt zu sein. Also der Bus war gerade komplett voll. Sind Sie der Expressbus? Nein? Ja, manchmal ist es ja falsch angeschrieben. Ja, also das ist ja. Ja. Ich hätte es auch nicht richtig, weil vor allem, weil die... Ja, mir ist es nämlich schon mal passiert. Ja. Da bin ich irgendwo ausgestiegen, habe mich total geärgert. Ah ja, aber jetzt, wenn er sagt, er kommt gleich, dann nehmen wir den. Auf jeden Besser. Fall. Da hinten.
dem Bus hier zwar kann ich mein Handy nicht laden, zumindest habe ich das nicht gesehen. Aber hier gibt es WLAN. Jetzt kommen wir auch gleich nach Marburg. Und da haben wir 3 Minuten Zeit und müssen den Bussteig wechseln. Also wir müssen dann zu B2 und den X35 Richtung Alsfeld bekommen. Also ich hoffe, dass das klappt. Also es sieht aber alles ganz gut aus bis jetzt. Herzlich willkommen in Marburg am Hauptbahnhof. Wir haben ja wirklich nur ganz wenig Zeit, obwohl wir sind auch wieder jetzt ein bisschen zu früh da. 28, also 5 Minuten. Jetzt erstmal B2, B6, B4. Hier vorne ganz vorne. Ja, so schnell geht das, da ist er schon. So. Ihr seht, hier ist ein Ladeplatz. Den werde ich gleich nutzen. Aber ich sag mal so, hier in Marburg ist es eigentlich schön, ja, aber wir haben ja genau 3 Minuten und zack geht's weiter. Ja, wie am Schnürchen läuft es gerade. Kurzer Umstieg in Alsfeld und schon geht's weiter mit dem nächsten Expressbus. Hier scheint so eine unbenutzte Bahnlinie zu sein. Oder wenn man an Orten vorbeikommt, wo mal Züge gefahren sind, da kann man sich dann denken, naja, aber wäre vielleicht besser, wenn wir das alles nicht eingerissen hätten. Weil, so gut wie jetzt zum Beispiel dieser Bus jetzt ist, wie schnell der ist, so, ja, umso besser wäre es, wenn das kein Bus wäre. Na? Also gut, wenn ich jetzt heute dann nicht nutzen, aber so generell gesprochen auf jeden Fall. Ich glaube, wir können heute hier Schnellstrecken von der Bahn sammeln. Weil das ist nämlich hier schon die zweite Schnellstrecke, die wir hier unterqueren. Die andere war ja in Montabaur, die Schnellfahrstrecke Rhein-Main-Köln. Und das hier ist die Schnellfahrstrecke zwischen Fulda und Kassel. Also gleich kommen wir an, dann habe ich dort hier in Bad Hersfeld 5 Minuten Zeit am Bahnhof und dann fährt die Buslinie 100 und die fährt nach Bad Salzungen. Das ist dann schon in Thüringen und wir kommen gut voran. Jetzt ist es nämlich 13 Uhr gleich. Also wer hätte gedacht, dass ich so schnell tatsächlich dann schon nach Thüringen komme. Also Richtung 14 Uhr sind wir dann in Thüringen. Also hier ist sozusagen so eine Art Zopp-Breitenstraße hier in der Stadt. Da sollten wir vor 4 Minuten sein. Ja, dann schauen wir mal, ob das klappt. Aha, jetzt wird es doch mal knapp.
Weil ich habe gedacht, jetzt ist dann gleich der Bahnhof da, aber dass dann noch eine andere Haltestelle vorher war mir nicht klar. Also, dann heißt es jetzt sprinten, hoffen, dass die Buslinie 100 noch nicht weggefahren ist. Hier da vorne ist der Bahnhof. Das ist 3 vor. Mal gucken. 2 Minuten sind es noch. So. Jetzt auch noch rausfinden, wo denn der Bus fährt, den ich will. Das ist auch noch wichtig. Hier stehen viele. Entschuldigung. Ist das hier für die Linie 100? Genau. Alles klar, danke. Mir wurde zwar gesagt, dass das der richtige ist, aber da steht jetzt 300 anstatt 100. Okay, jetzt hier drin steht 100, dann scheint es richtig zu sein. Und dann kommen wir mit der Linie 100 ins Werratal, wo seit den 70ern Kali abgebaut wird und wo deswegen riesige Salzhügel aufgeschüttet werden. Sie werden hier auch Monte Kali genannt und sind wirklich von weitem sichtbar. Die Bergbaufirma hier darf das auch noch genau bis 2030 weitermachen. Der, an dem wir da vorbeifahren, der ist übrigens der da hinten hier auf dem Bild. Wenn man will, kann man da auch geführte Wanderungen buchen, aber wir fahren jetzt lieber mal weiter in Richtung Bad Salzungen. Also hier in Röhringshof haben wir gerade das Problem, dass wir hier massiv im Stau stehen. Wenn ich mal gucke, wo wir gerade so ungefähr sind, da sollten wir vor 20 Minuten sein. Bei dem Anschluss habe ich gedacht, dass er auf jeden Fall klappt. Aber es scheint nicht unbedingt so zu sein. Wir haben plus 19, glaube ich, wenn ich es richtig ausrechne. Und 25 haben wir in Bad Salzungen an Umsteigezeit. Hier ist ganz offensichtlich ziemlich unscheinbar. Aber jetzt sind wir gerade über die Grenze gefahren und sind jetzt in Thüringen. Haben wir geschafft. Wenn auch mit 20 Minuten Verspätung. Also jetzt sollten wir eigentlich ankommen in Bad Salzungen, aber wir sind noch ziemlich weit entfernt, gerade schon auf dem Schild 12 Kilometer. In 25 Minuten fährt der Bus ab, den ich nehmen will, und ich wollte dazwischen eigentlich noch auf die Toilette gehen. Dazu braucht es halt auch wenigstens mal 5 bis 10 Minuten Zeit. Naja, we'll see. Also das hier war auch schon nicht mehr unbedingt der Expressbus, aber es war wenigstens so einer, der so in der Taktung fährt und so. Aber jetzt werden es Buslinien. Also hier sind es noch 5 Minuten bis zur Abfahrt des nächsten Busses und wir sind noch nicht da. Jetzt einmal noch mal rum. Wahrscheinlich ist es der da. Ja. Aber da steht natürlich nichts dran. Die mussten die Fahrzeuge von A nach B. Ist jetzt hier die Toilette irgendwo? Ist das hier? Ah, ist natürlich abgeschlossen. Vielen Dank. Hallo, guten Tag. Ich habe eine Frage hier. Wird mir das so angezeigt, dass ich hier irgendwie ist es sitzen bleiben einfach, wenn ich hier nach Ettenhausen an der Suhl mit bei Ihnen muss? Ettenhausen an der Suhl, ja, dann... Weil hier wird zweimal 191 angezeigt, aber Wenn Sie jetzt in Ettenhausen an der Suhl. da will ich umsteigen in den anderen. Nach wohin? Hier. Nach Reisenach oder wo? Ja, also genau. Nach Ettenhausen können Sie mit mir fahren. Alles klar, wunderbar, super, Dankeschön. Ja. Ticket brauchen Sie wahrscheinlich noch? Da haben Sie ein Ticket. Ja. Selbstverständlich. Ich weiß allerdings nicht, wo das ist, können Sie mir dann sagen? Ettenhausen, Nach Entenhausen wäre auch schön, ne? Ich sag immer Ettenhausen. Kinder mögen das nicht so. Also die dort wohnen.
komme heute Morgen um 6 aus Koblenz am Rhein. Jetzt fährst du nur mit Bussen. Nur mit Bussen und mal Nur gucken. mit Bussen. Nur mit dem Bus. So, jetzt fährst du mit dem Bus noch bis 18 Uhr. Also werden noch andere Busse Richtung Eisenach werden auch noch gekommen. Also direkt ist auch was. Aber also mit dem Ding ist, da kriege ich halt dann einen anderen Bus und dann einen Umstieg in Eisenach. Das ist der Grund, warum ich jetzt in Entenhausen umsteige. Ich werde das jetzt nie wieder anders nennen, ne? Ich mache das ja auch schon 30 Jahre, also noch mehr, Ja. 33 Jahre. Es ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Berufung. Das ist doch das Schönste, wenn man seinen Job sagen kann, dass es meine Berufung ist. Das ist, glaube ich, dann ist man nämlich glücklich damit. Und sonst ist es so halt nur so, da freut man sich mal aufs Wochenende. Darf ich erfahren, wie Sie heißen? Mario. Mario, alles klar. Wiese wie die Wiese. Darf ich Mario sagen? Ich bin Ja. Konstantin. Konstantin. Ja. Heißt mein Enkel. Ah ja, sehr schön. Ja, es fühlt sich hier so exklusiv gerade an, was ich hier mache. Dass ich hier so exklusive Fahrer kriege jetzt für die Strecke. Das ist nur für Donnerstag und Freitag. Das heute Freitag ist am Donnerstag. Ja. Aber das ist normalerweise dann sozusagen auch der Schulbus hier. Das ist mehr oder weniger noch Schulbus. Ja. Auf die Dörfer. Ja, klar. Dass du jetzt über Ettenhausen nach Eisenach fährst, das ist sehr untypisch. Ja. Also für uns jetzt, es wären jetzt vielleicht 5 Kinder da oder so. Und jetzt haben wir halt die Schranken. Die fahren ja alle Stunde, fährt ja der Zug Richtung Meiningen oder Richtung Eisenach. Genau. Also ich weiß, dass ich von hier mit dem Zug hätte voll easy fahren können nach Eisenach. Ja, halbe Stündchen. Also, Aber das ist ja nicht die Idee, die wir heute machen. nee, das ist auch gut. Ich habe einen Fahrgast. Deswegen bin ich ja Busfahrer geworden. Sonst wäre ich ja LKW-Fahrer. Das ist hier das Keltenbad und Quartiergarten. Ah. Das ist sehr schön. Alles saniert vor 3-4 Jahren. Komplett neuer Holzbau. Das sieht wirklich ziemlich cool aus. Ja, das ist auch unsere Sohle-Welt. Ah ja, das ist aber, ja genug, so Salzsohle, logischerweise, ne? Der Name hat Programm. Vera. Ah. So, aha. Wo Vera und Fulda sich küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Am Weserstein. Und dann kommen wir zum touristischen Highlight dieser Buslinie, den Lutherstammort Möra. Das ist ja auch nur ein kleiner Ort, aber hier ist der Ursprung, was von der Reformation Ja. quasi Historisch spannend. historisch spannend. Ja. Ja. Deswegen pilgern auch hier. Sind auch viele Pilger unterwegs. Ich habe gestern erst wieder eine kleine Truppe gehabt mit Pilgern, Die hierher kommen und die dann. hierher kommen und dann, die waren aus Franken, Hm? sind halt mit dem Auto nach Eisenach, sind mit mir wieder quasi zurückgefahren und laufen wieder bis Eisenach. Ah. So, jetzt kommen wir gleich zur Luther-Statue. Martin Luther selbst ist nicht hier in Möra geboren, sondern in Eisleben, aber sein Vater stammt von hier. Das Bild zeigt, 1521 war Luther mal hier und hat gepredigt. Alles gut. Da wo wir jetzt, also jetzt, das ist jetzt Ettenhausen, richtig? Das ist jetzt Ettenhausen. Ich war aber auch noch nie da oben in der Kirche. Ja. Aber hier würde dann auch da auch der andere Bus halten. Der Bus muss hier an die neue Haltestelle kommen. Ja. Gucken wir auch spaßenshalber mal drauf, dass er auch draufsteht. Das würde ich gerade mal. Ja. Sonst muss ich zum Bahnhof laufen. Ach ja, der Bahnhof ist ja oben. Ja, dann muss ich dann doch Zug fahren. Ich gucke aber mal gerade. Also das wäre jetzt 15 Uhr. Ja, 15:29 nach Eisenach-Zopp. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß, War ja. mega cool, dich kennenzulernen. Danke für die Touristenfahrt hier im Prinzip fast schon. Ja, und komm gut wieder heim und
Konstantin? Ja? Ja. Mario, mach's gut, ne? Mach. Alles klar. Dann, ja, noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut, wünsche ich auch. Schönes verlängertes Wochenende. Ciao. Das war ja mega. Also, wenn du das Video siehst, vielen, vielen Dank nochmal für die coole Fahrt. Das hat richtig Spaß gemacht. Also, hier ist es schon ziemlich idyllisch mir mit so einem kleinen Bach. Mit sehr viel ist hier natürlich nicht. Aber ich habe jetzt die große Hoffnung, dass dieser Bus hier tatsächlich auch kommt. Weil der natürlich hier vorbeifahren müsste. Aber die Frage ist, macht er das auch? Theoretisch, falls hier jetzt dieser Bus nicht fährt nach Eisenach von hier, dann habe ich ein Riesenproblem, weil dann fährt hier erstmal gar nichts mehr richtig. Weil das ist nämlich hier wirklich echt am Arsch der Heide so. Und bustechnisch auch nicht so angebunden. Ne? Aber ich gehe jetzt mal besser zur Haltestelle zurück. Wir waren tatsächlich auch mehrere Minuten früher jetzt hier da. Und ich möchte jetzt wirklich nicht den verpassen. Also der nächste Bus ist der 119er nach Eisenach-Zopp. Den will ich nehmen. Also in 4 Minuten soll er kommen. Das ist dann die Buslinie 119 nach Eisenach. Und dann haben wir in Eisenach tatsächlich nur 9 Minuten, Entschuldigung, besser. 9 Minuten Zeit auf den nächsten Bus. Ich höre da was. Nee, ist es nicht, aber ich stehe jetzt doch besser noch mal in der Sonne hier. Nicht, dass der dran vorbeifährt, weil er denkt, hier ist niemand, weil er mit niemandem rechnet. Wenn der jetzt nicht kommt, 29, gibt es 33 noch einen Bus, der mich nach Gräfen-Nitzendorf fährt. Aber sonst gibt es hier dann gar nichts mehr. Also vor 2 Minuten hätte er kommen sollen. Sag mir jetzt nicht, dass der jetzt hier nicht lang fährt. Dass der mich jetzt hier nicht abholt, weil der das einfach nicht anfährt, weil sowieso niemand nie mitfährt. Dann können wir es auch lassen mit den Bussen, ne? Geben wir nochmal 10 Minuten oder so Verspätung. Dann ist übrigens ein Problem in Eisenach, aber das ist dann halt so. Das gehört zum Spaß dazu. Ja. Er kommt doch noch. Hurra! Wunderbar! Hallo, guten Tag. Hallo. Der ist richtig, der nach Eisenach, oder? Wunderbar. Haben Sie, gleich kriegen Sie. Super, Dankeschön. Es sind jetzt ungefähr 8 Minuten. Jetzt gerade durch Eisenach rein und 16:10 Uhr, also in 6 Minuten, fährt am Zopp der Bus ab, den ich nehmen will. Der 150er in Richtung Bad Langensalza. Und genau, den würde ich natürlich gerne kriegen. Bis jetzt haben die Umstiege alle geklappt und auch 1 Minute Umstiege haben noch geklappt, deswegen auch das könnte jetzt hier noch gut klappen. Wir haben ja noch 6 Minuten. Ja, schauen wir mal. Noch 2 Minuten zur Abfahrt vom anderen. Nur noch mit Glück, sage ich. Okay, da ist der Zopp. Steht der noch da? Also da steht der 150er. Ja, den würde ich gerne noch. Das ist er. Das ist er. Hoffentlich. Ja, da. Ah, nee.
Vielen Dank, vielen Dank. Der hatte so viel Verspätung, es tut mir leid. Dankeschön. Also das war knapp jetzt. Das war knapp. Das war knapp. Der war schon losgefahren. Ich habe auch echt mehr Glück als Verstand, glaube ich manchmal. Jetzt gerade. Also wir waren schon eine Minute hinter der Zeit da, ne? Also, das ist jetzt der 150er in Richtung Bad Langensalza. Bis Bad Langensalza, da sind wir noch um 17 Uhr. Und hier kommt der Bus am Nationalparkzentrum Hainich vorbei. Ich kannte den Nationalpark Hainich in Thüringen vorher gar nicht, aber er ist die größte ungenutzte Waldfläche Deutschlands, also ein richtiger Urwald. Bäume werden nicht gefällt, fallen sie um, werden sie liegen gelassen und zum Lebensraum von Tieren. Und der Bus 150 aus Eisenach fährt da ganz einfach hin. Und in Bad Langensalza müssen wir dann noch ein einziges Mal umsteigen, weil das ist dann tatsächlich der allerletzte Bus für heute. Weil jetzt ist es 17 Uhr genau gerade und 17:20 Uhr fährt er dann. Da müssen wir aber jetzt erstmal umsteigen. Vielen Dank nochmal für vorhin, ne? Danke, ciao. Also der nächste Bus steht auch dran. Sehr gut. Ich habe jetzt 20 Minuten. Leute, übrigens, ne? Das ist jetzt schon auch anstrengend. Jetzt ist 17 Uhr genau. Also das heißt, wir haben jetzt noch genau eine einzige Stunde für diese Challenge hier. Und ich habe ja heute Morgen um 6 Uhr angefangen, ne? Und bin um 5 Uhr aufgestanden. Das ist schon echt lang jetzt. Und nur in Busse sind gar nicht so angenehm wie Züge. Das wackelt, die Sitze sind enger, härter. Da tut irgendwann schon mal der Poppes weh, sage ich jetzt mal. Ja? Und der letzte Bus ist eine echte Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hätte. Es ist nämlich dieses Auto. Einsparmaßnahmen, bei denen, wie mir andere Fahrgäste sagen, regelmäßig Menschen stehen gelassen werden. Da muss der Unstrut-Hainich-Kreis aus meiner Sicht nachbessern. Aber genau mit der Linie 740 komme ich jetzt bis Bad Tennstedt. Von Koblenz über Westerburg, Renneroth, Herborn, Gladenbach, Marburg, Alsfeld, Bad Hersfeld, Bad Salzungen, Ettenhausen, Eisenach, Bad Langensalza bis Bad Tennstedt. 11 Busse sind es insgesamt. So, und das war's. Bad Tennstedt ist es. Hier bin ich angekommen. Das sind genau 12 Stunden Fahrt nur mit Bussen aus Koblenz. Mit diesem Bus bin ich hier angekommen und weiter schaffe ich es heute nicht mehr, auch wenn jetzt noch ungefähr 20 Minuten bis 18 Uhr sind. Aber mit dem hier muss ich jetzt wieder zurück nach Bad Langensalza fahren, sonst komme ich von hier aus Bad Tennstedt nicht mehr weg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und ihr könnt mich auch unterstützen, indem ihr Kanalmitglieder werdet. Dann kann ich weiterhin solche Reisen machen. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.